Hey Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Dennis. Willkommen zurück auf meinen Kanal und ihr habt gesehen, ich stelle euch heute meine Top 10 Düfte vor, die ich immer in meiner Sammlung haben möchte und die ich immer wieder kaufen würde. Beziehungsweise das wird nicht nur ein Video werden, das werden bestimmt 2, 3 werden. Nicht zu verwechseln, das ist vorweg ganz wichtig, nicht zu verwechseln mit Top 10 for Life. Ne? Das sind auch geile Düfte hier, aber das sind eben nicht Top 10 for Life, sorry. So, das nicht zu verwechseln, gleich vorweg. Und ich werde viele Düfte einblenden, weil ich bin immer noch auf Sylt in unserer Wohnung und nicht in Hamburg. Und daher, ja, werde ich einige einblenden. In dem Fall ist das aber nicht so schlimm. Normalerweise handhabe ich das ja so, die zu zeigen, aber es ist jetzt auch nicht so ein Weltuntergang. Ja, aber für alle Neuen, drückt die Glocke, abonniert meinen Kanal, damit ihr keine geilen Videos mehr verpasst. So, dann fangen wir mal an mit den ersten. Der erste ist für mich Le Male. So, Le Male ist ein Duft. Ich gehe jetzt davon oder dann nochmal drauf ein, wegen der Haltbarkeit, bla bla bla. Ihr kennt das. Es wird alles neu gemacht. Es wird einfach alles reformuliert. Die Inhaltsstoffe müssen EU-rechtlich sein. Und deswegen muss einiges geändert werden. Ja, er ist nicht mehr so stark und auch nicht mehr so tief, geil wie die alte Version. Ich habe die ganz allererste Version noch, die top ist von 95, 96 und ich habe die von 2020. Ihr dürft trotzdem nicht vergessen, weil ich denjenigen, den ich mal an der Tankstelle, ich muss das immer wiederholen, den ich da getroffen habe, draußen am Auto nochmal gefragt habe, welche oder wann er sich diesen Duft, die ganze Tankstelle roch nach Le Male. Und er hatte die 21 war das, glaube ich, das ist inzwischen auch schon ein bisschen her. Also ihr nehmt, das ist schade, ihr nehmt ihn selber nicht lange wahr, wer den Duft, aber die ganze Tankstelle hat danach gerochen, auch von der aktuellen. Also dieser strahlt immer noch sehr, sehr stark aus. Und nochmal, die Nase, ich habe ehrlich gesagt auch nicht immer in jedem Video für die neuen Jahr. Aber es wiederholt sich immer. Es ist ein bisschen anstrengend, weil ihr wisst ja, wenn ihr so viel Düfte tragt, jeden Tag riecht, da wird die Nase irgendwann duftblind. Egal, bei den stärksten Duft, den es gibt. So, also es liegt nicht alles an den Düften, weil riecht es an den Klamotten oder auch wenn ihr irgendwann ich nehme Düfte, die wirklich nicht stark sind, nach 19 Stunden manchmal noch war, aber zwischendurch nicht. Das passiert eben, wenn ihr jeden Tag Düfte am Tragen seid. So, das ist so. Was wollt ihr machen? So, man kann da so viel philosophieren. Die letzten Videos sind ja, ich habe so oft das erwähnt, weil da ging es um Naxos, da ging es um Louis Vuitton Düfte oder ein Louis Vuitton mit Ombre Nomade, weil, ja, also diese Düfte halten nicht 2 Stunden, bla bla bla. Guckt euch die Videos an, die ich als letztes gemacht habe über die Düfte. Die sind immer noch top. So, ich habe sie ausprobiert, logischerweise. Ich habe den einen anderen auch. Ich habe die alte Version von Naxos, aber eben auch die neue getestet und die halten immer noch oder hält immer noch richtig lange. So, das ist Fakt. Und Le Male, egal ob lange oder nicht, gehört in meine Sammlung, weil Le Male ist ein Duft, das ist ein Klassiker, der einfach in jeder Sammlung sein muss. Es sei denn, man hasst diesen Duft, dann passt er nicht. So, der nächste ist Lagerfeld Classic. Das ist ein Duft, den du inzwischen im Drogeriemarkt hinterhergeschmissen bekommst, also hinterhergeschmissen, kostet auch wieder ein bisschen mehr, aber das ist ein Duft, das ist die aktuelle Version gefällt mir fast noch besser, muss ich sagen, wie die Vintage-Version. Irgendwie hat die was geiler ist. Das fehlte mir bei der Vintage-Version und ich hatte die. Ne, ist klar. Aber egal, dieser Duft ist einmalig. Der beste, neben Foto wohl und noch so weiter. Aber die neuen kann man alle riechen. Aber Lagerfeld Classic, absolut nice. Und da liegt die Betonung auf nice, Freunde. Also solltet ihr auf jeden Fall dieses männliche, würzige, tiefe, warme, ihr solltet unbedingt Lagerfeld Classic testen. Wenn ihr zum Beispiel in der Drogerie, in einen Drogeriemarkt sagt, werde ich jetzt hier keine Namen nennen, solltet ihr auf jeden Fall, er wird da stehen, ihn testen. Sehr geiler Duft. So, und der nächste ist Dolce & Gabbana The One Eau de Parfum. So. Wenn dieser Duft, da haben wir wirklich das Problem, dass der nicht so stark ist. Ja, bei manchen auch, aber grundsätzlich zu 95% ist er leider zu schwach geworden. Aber wenn dieser Duft noch heftig ausstrahlen würde und eine super Haltbarkeit hätte für jeden Mann,
das ist einer der geilsten Düfte, die es gibt. Der kommt bei Frauen so gut an. The One ist einfach, natürlich immer es gibt Leute, die mögen den nicht. Das ist nun mal so. Es gibt keinen Duft, den jeder mag. Aber das ist geil, absolut geil. Ich kenne keine Frau, die den nicht mag. Ich kenne keinen Typen aktuell. Ich jetzt nicht, meine ganzen Kumpels und Mitarbeiter und so kennen oder finden diesen Duft geil. Also es ist schon nice. Also leider, wie gesagt, hält er nicht so und ist nicht so stark. Ihr müsst aber, ich werde da glaube ich nochmal ein Video zu machen, weil das sich auch ein bisschen geändert hat. Ihr müsst einfach mehr Sprüher raufballern. Egal ob stark oder nicht stark. Aber ich glaube, da werde ich das nächste Mal was nochmal zu sagen. Auf jeden Fall The One von Dolce & Gabbana, ein sehr geiler Duft. So, und der nächste ist dann Herod von Parfums de Marly. Also eine Art Shisha-Tabak mit Kirsche und so weiter. Und zu Weihnachten und zur Winterzeit ist dieser Duft nicht wegzudenken. Er ist einfach nicht wegzudenken. Und ja, mehr muss man eigentlich das ist auch schon in dieser Kategorie von Parfums de Marly auch schon ein Meisterwerk in meinen Augen. Wirklich. Weil er so gut ankommt und so lecker riecht und die neue Version, was heißt die ganz neue inzwischen auch nicht, aber ich weiß nicht, die ich jetzt habe, hält bei mir wieder 9 Stunden und so weiter und so fort. Und ich habe den wirklich nach 9 Stunden noch wahrgenommen. Ich habe ein Kompliment nach 9 Stunden bekommen und da habe ich mich schon gewundert. Es ist einfach nice und das war keine Tagesform, nein, der hält, also ich glaube, ich habe den 21er ist das. 2021. Die Zeit läuft so schnell. Oder ist das Anfang? Nee, Ende 21. Auf jeden Fall bombastisch wieder gut, so wie es sein soll. Gute Ausstrahlung und ist einfach beliebt. Herod ist einfach ein King. Und für mich, ich habe ja im Layton immer lange auf 1 gehabt, weil eben der Herod nicht gut lief von der Haltbarkeit und so. Aber im Endeffekt, auch wenn er nicht gut hält, und ich habe ihn mal eine ganze Weile getragen wieder. Und dieser Duft ist... ja, nice. Er ist nice und er ist irgendwie, und ich habe Parfums de Marly 13 Düfte. Ich finde viele gut, aber irgendwie hat der was. Das ist der King irgendwie. So, der nächste ist Zaharoff Signature Pour Homme. Ja, und das ist ein Duft, der darf überhaupt nicht fehlen. Den würde ich immer wieder holen mir und so weiter. Ich habe dann natürlich noch einen Backup-Flakon. Danke nochmal an George und auch liebe Grüße nach Chicago an meinen guten Freund George Zaharoff, mit dem ich immer noch per WhatsApp immer in Kontakt bin. Super Typ, super nett. Und dieser Duft ist, oder seine Düfte überhaupt, aber es geht ja jetzt um den Duft, ist so einmalig, ich sag dir das ja schon, oldschool, dann wieder ein bisschen fruchtig, dann ja so modern, dann wieder Barbershop-mäßig, der wandelt sich immer dieser Duft, einmalig. Wer diesen Duft nicht kennt, sollte ihn definitiv auf der Zaharoff-Seite bestellen. Ich krieg das immer noch nicht hin, das ist einfach, ich kann ja nicht Einzelheiten erzählen, das steht mir nicht zu, das möchte ich auch nicht. Die ganze Corona-Sache hat das alles verlängert und es ist viel Arbeit, was Europa, USA angeht. Das ist nicht so einfach und das dauert alles. Das zieht sich wie ein Kaugummi. Ich hoffe, dass ich die Düfte noch rüberkriege und so weiter, dass es alles funktioniert, vernünftig funktioniert und so weiter und so fort. Aber ich werde euch da auf dem Laufenden. Wenn es soweit ist, werde ich so und so das euch erzählen und gucken wir, hoffen wir mal. Auf jeden Fall, so lange müsst ihr auf jeden Fall auf der Seite bestellen. Das geht auch sehr schnell. Und ja, es kostet ein bisschen, aber dieser Duft ist es einfach wert. Und sie haben einfach andere Richtlinien da drüben noch. Ne? Also das kommt ja eben dazu. Und das ist das Problem EU, USA, wie ich schon eben eingangs erwähnte. Aber der Duft einmalig. So, der nächste ist Naxos von Search of. So, da brauche ich jetzt wirklich nicht mehr viel zu sagen. Einfach Honig, Tabak, ein Meisterwerk im Flakon. Brutale Haltbarkeit immer noch, brutale Silage immer noch. Vielleicht nicht so wie der alte, den habe ich, aber ich habe den neuen getestet, letztes Video erwähnt. Saugeiler Duft, Komplimente ohne Ende. An schnellstens Kompliment habe ich für diesen Duft bekommen. Um die Ecke gegangen, hier auf Sylt, sofort ein Kompliment an der Apotheke bekommen. Ein absolut hinreißender Duft. Wirklich von allerfeinsten Naxos. Und ich habe den schon gefeiert vor 2, 3 Jahren. Absolut geiler Duft. Punkt. Mehr muss ich auch zu dem Duft nicht sagen. So, der nächste ist der Interlude Man von Amouage. Ja, der ist brutal, dunkel, tief, krautig, rauchig.
Aber das ist ein, ja, auch schon Meisterwerk, was diese Qualität angeht oder in diese Richtung. Und der hält einfach, das ist ein Monster. Also der hält Tage. Und der ist sogar gar nicht mal so unbeliebt, auch nicht bei Frauen. Ich muss allerdings, das muss ich dazu sagen, noch den Black Iris dazu nehmen. Den habe ich sogar hier mit auf die Insel genommen. Den ich persönlich, ja, durch die Iris, ich bin ja ein großer Iris-Fan, ach geil, noch fast bevorzuge. Aber im Endeffekt ist es ja auch trotzdem ein Duft, da ist nur die Iris zugekommen. Nicht ganz so rauchig, aber den nehme ich auch noch mit. Also nehmt den jetzt Nummer 7, das müsste das Duft Nummer 7 gewesen sein. Also normal Interlude Man und den Black Iris Interlude Man. Auf jeden Fall sehr geile Düfte. Und wer den noch nicht kennt, traut euch mal. Testet den mal, sprüht den mal auf. Nicht sofort sagen, oh nein, länger testen. Absolut geiler Duft. Richtig nice. Allerfeinsten. So, der nächste kommt von Searcher und ist MV Agusta. Der kommt, finde ich, im Netz ein bisschen schlecht weg, beziehungsweise er wird nicht so viel erwähnt. Es ist ein so geiler Duft, wird ein bisschen verglichen mit den Searcher Homme. Dazu müsst ihr aber ein bisschen Leder noch nehmen, was heißt ein bisschen, so ein bisschen mehr. Und das ist auch Haltbarkeitssilage monströs und ein so geiler, eleganter Leder, Oldschool, ne, Duft. Nicht, also schreckt da nicht von ab, wenn ich das mal sage. Es hat einfach trotzdem eine Oldschool, so einen Oldschool-Touch, aber von allerfeinsten. Und dann dieser Flakon, da habe ich erst überlegt, den mitzunehmen, aber habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich kann auch nicht so viel immer mitschleppen von den Düften. Ich habe das über die Jahre ein bisschen zurückgefahren. Und aber MV Agusta. Soweit ich weiß, ich habe ihn auch von der Search-Off-Seite, es gibt ihn nur direkt dort. Den muss man, wenn man überhaupt Search-Off-Fan ist und einige Düfte schon hat, diesen Duft müsst ihr in der Sammlung haben. Top-Duft. So, der nächste, der vorletzte ist von Rosendo Matteo und zwar Floral Amber. Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist ein Meisterwerk, das ist es definitiv. Das habe ich auch als Video so gemacht und Meisterwerk als Meisterwerk betitelt. Und das ist Fakt, das ist ein Meisterwerk oder eine flüssige Meisterkreation in Flakon. Das ist, ja, viele meinen, das ist immer ein bisschen zu weiblich angehaucht. Nein, finde ich nicht. Er ist, ja, das ist ein Vanille oder ja, Vanille Kuchenteig-Keks, genau. Vanille Teig, Kuchenteig so ein bisschen. Lasst euch davon aber nicht abschrecken, denn dieser Amber, oh, das ist ein Traum. Das ist ein Traum und ich sappel hier, ich bin schon so drin, ich habe ihn ja hier. Da ist er. Und ich habe den noch nicht lange, ich benutze ihn, das ist geil. Es ist absolut, da muss ich mal sprühen, auch sehr stark, gute Haltbarkeit, gute Silage. Ach ja, geil. Sau lecker. Und viele meinen, sie riechen ein bisschen Gummi. Ganz, also ich jetzt persönlich, ganz minimal, wenn man direkt jetzt hinriecht und finde ich das nur ganz minimal im Background und das geht aber auch schnell weg und dann habt ihr wirklich dieses fluffige, cremige Vanillegebäck, aber so gut gemacht, wirklich von allerfeinsten, also sehr geil. Ja, das ist schon ein wirklich Top-Duft, wirklich Top-Duft. So, und zu guter Letzt kommt auch ein Top-Duft, der schon immer einer meiner Signaturdüfte war. Man sollte immer nur einen haben. Ich habe mehrere, weil es geht nicht. Dafür gibt es, da habe ich so 3, 4, die ich so gut finde. Und er gehört immer dazu, den ich immer Weihnachten trage, und zwar Tabacco Vanille von Tom Ford. Diese Tabak, die Vanille kann Tom Ford. Nicht in jedem Duft, komischerweise, aber er kann es. Und dann, er riecht immer so ein bisschen wie so eine Teestube. Das ist ein Traumduft, denn die Süße, der kann süß werden, der kann erdrückend werden. Man kann auch Tabacco Vanille meiner Meinung nach nicht immer tragen. Ich trage ihn wirklich nur zu Weihnachten. Ich möchte es mal ein bisschen mehr machen, werde ich auch dieses Jahr machen. Ich hoffe. Es ist wirklich ein genialer Duft. Es ist Tom Fords bester, also mit bester Duft, wenn nicht sogar der beste. Ja, Tuscan Leather ist gut, Bitter Peach ist sogar gut, finde ich wirklich gut. Lost Sherry finde ich nice. Und dann der silberne, der T1000 Duft, wie heißt er? Lavender Extrem. Einfach geniale, der hat geniale Düfte, aber Tabacco Vanille ist schon sein Aushängeschild mit
Oud Wood war auch sehr geil, ist sehr geiler Duft und ja, was soll ich sagen. Das waren meine Top 10. Fakt ist, dass es noch einen zweiten Teil gibt, weil das sind Düfte, die ich immer wieder kaufen würde. So. Und ja, kann sie eigentlich nicht wegdenken. Warum soll ich zum Beispiel, der ist so geil, ich trage den so gern, den muss ich, natürlich ändert sich das. Eine Meinung ändert sich immer, aber bei diesen 10, die ich bis jetzt vorgestellt habe, was das angeht, die ich wieder kaufen würde, hat sich meine Meinung in den Jahren noch nicht geändert. So, die sind voll noch, der ist auch voll. Das wird sich nicht ändern, weil das ein geiler Duft ist. Es gibt natürlich Düfte, wo man sagt, ja, die will ich nicht wieder haben. Vielleicht stelle ich die auch mal vor, Düfte, aber ja, erstmal die Düfte, die ich wieder kaufen würde, auf jeden Fall sehr geil. Ja, auf jeden Fall, Leute, dann haut rein. Schreibt mal runter, welche Düfte ihr so habt, die ihr auf jeden Fall wieder kaufen würdet. Das ist immer geil zu wissen. Und das sind auch geile Dinger bei, die ihr dann mal unterschreibt. Also schon nice. Und vergesst nicht, wie gesagt, für alle Neuen diesen Kanal zu abonnieren. Und dann haut rein und bis zum nächsten Mal.